Der unmögliche Triller zwischen S und D auf der Altblockflöte bzw. B und A auf der Sopranblockflöte. Ist er wirklich unmöglich? Wir wollen gleich mal schauen. Heute besprechen wir mal diesen kniffligen Triller auf dem D, das heißt den Triller, den man mit S und D trillern muss. Beim Triller vom B zum A auf der Sopranblockflöte, also dem Triller auf dem A, wenn ich ein B als Vorzeichen drin habe, das ist der gleiche Griff. Also könnt ihr auch dafür zuschauen und das Ganze so mitmachen, sodass ihr den Triller am Ende spielen könnt. Es gibt ja viele Triller, die ganz einfach zu spielen sind, wo ihr die normalen Griffe nehmen könnt. Wenn ich aber Bs als Vorzeichen habe und habe ein S drin, dann muss ich den Triller auf dem D mit dem S trillern und das kann dann schon mal schwierig werden. Für solche schwierigen Triller-Momente gibt es natürlich Hilfsgriffe und da gibt es auch ganze Tabellen dazu, wo drin steht, wie welcher Hilfsgriff für welchen Triller geht. Ich würde euch aber raten, so viel wie möglich die normalen Griffe anzuwenden und wie das geht, trotz diesen schwierigen Wechsels zwischen S und D, das zeige ich euch jetzt. Wir wenden da nämlich so eine Art Mogel-Triller an, ich nenne das immer so. Warum verwende ich nicht so gerne Hilfsgriffe für Triller, nur wenn es gar nicht anders geht? Weil ein Hilfsgriff oft eine andere Klangfarbe hat als die normal gegriffenen Töne. Ihr könnt das mal hören im Vergleich. Im ersten Beispiel habe ich einen Hilfsgriff verwendet für den Triller vom S zum D und im zweiten Beispiel meinen Kniff angewandt, wie man es auch anders spielen kann. Und wie ihr hören könnt, klingt der Hilfsgriff ein bisschen dumpfer, ein bisschen belegter, ein bisschen leiser auch als die anderen umliegenden Töne. Das ist aber nicht der einzige Nachteil beim Hilfsgriff. Ein großer Nachteil ist auch noch, dass ihr jedes Mal nachdenken müsst an so einer Stelle, okay, wie geht der Hilfsgriff für diesen speziellen Triller? Und der geht in vielen Fällen komplett anders als die normalen Griffe und das ist mehr Denkarbeit, als wenn ihr das so macht, wie ich euch das gleich zeige. Das sind also zwei Hauptnachteile von Triller-Hilfsgriffen. Ich werde ganz oft gefragt in meinen Workshops, ich gebe ja auch Online-Workshops und da gibt es auch einen Online-Workshop über Triller, den wir gerade gemacht haben wieder. Wenn euch das interessiert, da mal zu sehen, wann die stattfinden und vielleicht mal mitzumachen mit uns in der Gruppe, dann könnt ihr einfach meinen Newsletter gratis abonnieren. Das ist unten verlinkt in der Infobox. Also da haben wir zum Beispiel auch Triller-Hilfsgriffe angeschaut und wo die nützlich sind und nötig sind und wo nicht. Und da kann man immer wieder sehen, dass es dann am schwierigsten wird im Kopf, wenn man einen speziellen Hilfsgriff verwenden muss. Jetzt schauen wir aber mal, wie soll es denn anders gehen? Zunächst müssen wir erstmal klären, was das bedeutet, ein Triller zwischen S und D. Man sagt in diesem Fall, der Triller steht auf dem D, das heißt, die Hauptnote ist hier das D und ich muss ja normalerweise von oben trillern. Wenn ich jetzt zwei Bs oder 3 Bs als Vorzeichen habe, dann muss ich natürlich mit dem S trillern, das ist dann der nächsthöhere Ton. Dann muss ich mir noch mal kurz klar machen, der Triller steht auf dem D, ich muss aber trotzdem mit dem S beginnen. Also ohne Triller wäre die Stelle dann so. Und wenn ich das S mal nur als Vorhalt spiele, also noch gar nicht als Triller hin und her, dann wäre das so. Und dann muss man sich vorstellen, dass man zwischen diesem S und dem D ganz oft hin und her muss. Und das macht ihr folgendermaßen. Ihr fangt an mit den normalen Griffen, also zwischen S und D hin und her zu trillern.
Und dann, nach einer kurzen Zeit, trillert ihr einfach nur noch mit E und D. Das ergibt sich daraus, dass ich dann einfach nur noch den Mittelfinger rauf und runter gehen lasse, um zum D zu kommen. Und das ist dann zufällig ein E. Aber ich will einfach nur vermeiden, dass ich nicht dieses S jedes Mal wieder greifen muss. Übrigens, ich greife das S gerne so und auch das B auf der Sopranblockflöte. Falls ihr das jetzt so spielt, ist es genau die gleiche Geschichte. So, also ich gehe von den ordentlichen, normalen Griffen, gehe ich einfach über in sowas ganz anderes, indem ich einfach nur noch diesen Finger hebe. Das reicht aber noch nicht, denn wenn ich das einfach so tun würde, dann würde das ziemlich schief klingen. Hört euch das mal an. Was muss ich also zusätzlich machen? Und das scheint erstmal knifflig, ist aber reine Gewöhnungssache. Ich werde, sobald ich diesen Mogelgriff nur noch mache, diesen Fake-Griff, werde ich sofort sehr viel leiser. Und beim nachfolgenden Ton, danach kommt ja die Antizipation und der Schlusston zu dem Triller, spiele ich sofort wieder in der richtigen Lautstärke. Und dadurch hört man gar nicht heraus, dass eigentlich dieser falsche Ton drin steckt, nämlich dieses E, weil ich mir hier zunutze mache, dass die Blockflöte ja sofort tiefer klingt, wenn ich leiser blase. Das ist ja auch oft das Problem, warum, wenn ganze Schulklassen Blockflöte spielen, warum es schief klingt. Da muss man ja normalerweise sehr gut drauf achten, dass die Stimmung gleich bleibt, die Intonation, dass man da nicht zu hoch und zu tief ist. Aber in diesem Fall bin ich absichtlich so tief mit dem E, dass es fast klingt wie ein S. Und das geht alles so schnell nacheinander, weil ich ja erst mit dem richtigen Griff angefangen habe, dass unser Ohr das gar nicht so richtig wahrnehmen kann. Natürlich kann man es hören und vor allem, wenn man Profi ist, dann hört man das, aber es stört auch nicht. Und dann hat dieser Ton, dieser Triller, die gleiche Klangfarbe wie alles darum herum und kann schön integriert werden in den Gesamtklang. Das könnt ihr mal ausprobieren. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob das klappt, ob ihr noch andere gefürchtete Trillergriffe habt, wo ihr nicht wisst, wie ihr die spielen sollt. Und es wird am Anfang ein bisschen Denkarbeit sein, wie immer bei speziellen Dingen, bei Trillern und bei Hilfsgriffen erst recht. Aber da kommt man ziemlich schnell rein. Das lohnt sich auf jeden Fall, das auszuprobieren. Das wird euch das Leben erleichtern und ihr verliert die Angst vor dem Triller zwischen S und D. Falls ihr echt einen großen Sprung in eurer gesamten Blockflötentechnik machen wollt, auch was das Spielen von echten und Mogel-Trillern und Trillern mit Hilfsgriffen angeht, dann könnt ihr meinen Online-Videokurs machen, Blockflöte Next Level. Damit habe ich schon vielen helfen können, um technisch versierter und musikalisch routinierter zu werden. Und das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ist alles hier unten verlinkt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und Zuhören und ich hoffe, ihr probiert das mal aus. Wir sehen uns nächste Woche wieder auf Veras Blockflötenkanal. Bis dahin. Tschüss.